Hey, schön, dass du da bist und dir diesen Inhalt hier zu Gemüte führst. Ich habe einen Text geschrieben gerade eben und ja, möchte aus Bauch und Herz heraus den gerade einfach gerne hier teilen. Und ich glaube auch, dass er dir einen guten Einblick geben kann zu dem, was meine innere Haltung ist, zunehmend sein soll und die Grundlage bildet, auf der diese Inhalte hier entstehen. Und so hoffe ich, dass du dir hieraus vielleicht irgendwas mitnehmen kannst. Ich freue mich auch sehr auf deine Gedanken zu all den Zeilen, die ich hier mit dir teilen werde. Und ja, so lass uns auch gleich starten. Und ich lese dir mal vor, was hier so aus mir geflossen ist. Ich lebe ein Gott zugewandtes Leben. Klänge für mein 16-jähriges Ich wahrscheinlich komplett wahnsinnig. Heute ist es meine Wahrheit. Auch wenn ich den Begriff Gott gerne passend in dein Denkgerüst übersetzen lasse. Nenn es Universum, die Kraft des Lebens oder wie auch immer du möchtest. Was das für mich bedeutet? Ein Leben voller Freude, Wohlwollen und Dank. Ein Leben, in dem ich zunehmend die richtigen Entscheidungen treffe. Ein Leben nach meinem inneren Kompass, denn ich weiß, mein Nordstern ist Göttlichkeit. Ein gläubiges Leben, jenseits von Scham und Sünde. Ein Leben, das der Idee zugewandt ist, dass alles seine Ordnung und Richtigkeit hat. Ein Leben basierend auf der Auffassung, dass es kein Zufall ist, dass alle wahrhaft guten Entscheidungen für mich selbst auch immer die Entscheidungen sind, die letztlich zum höchsten Wohle aller Beteiligten sind. Und ich treffe jeden Augenblick diese Entscheidungen, so gut ich kann. Was manchmal bedeutet, aufzustehen ohne große Ablenkung vom Handy, Yoga praktizieren, Meditation, frisches, wirklich nahrhaftes Essen zu mir nehmen, produktiv an Herzensprojekten wirken, wirklich präsent und liebevoll sein in der Begegnung mit anderen Mitmenschen. Dann abends noch journalen und mir bestenfalls selber auf eine liebevolle Art und Weise begegnen, so wie ich mir wünschen würde, dass meine potenziellen Kinder das eines Tages auch sich selbst gegenüber tun würden. Und manchmal ist diese beste Entscheidung vielleicht einfach nur aufzustehen an sich. Mir letztlich doch was halbwegs Liebendes und Verständnisvolles zu sagen, auch wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nicht genüge. Manchmal ist diese beste Entscheidung, einfach auf diese Kraft zu vertrauen, diese größere Ordnung, in die ich eingebunden bin, wohl wissend, dass andere Erfahrungen meine temporären ablösen werden. Und letztlich falle ich immer auf eines zurück, das bleibt, das immer bleibt. Ich glaube auch dann, wenn mein Körper irgendwann den letzten Atemhauch in diese Welt verströmt. Dieses eine nenne ich heute Gott. Und Gott, oder besser das Göttliche, ist für mich alles. Mein Gewahrsein, das aus meinen Augen schaut, genau wie das, was ich mit ihnen sehe. Das Eichhörnchen in den Baumkronen, genau wie die Baumkronen selbst. Die Luft, die ich atme. Die Liebe, die mir zuteil wird. Meine verzweifelten Tränen in der Ungewissheit. Es ist mein lautestes Jubeln, das vor unermesslicher Dankbarkeit für dieses Leben ertönt. Es ist die leise, aber so klare Stimme meiner Intuition. Und genauso mein fleißig abwägendes Köpfchen. Wenn alles zusammen existieren darf, wenn ich mich weder vermeintlich Blödem entgegensetze, noch klammere am Schönen, dann spüre ich mich ganz besonders verbunden und gleichzeitig so ungebunden, frei und federleicht, wie ich nur kann. Letztlich ist alles diese Göttlichkeit. Sie umspannt alles, sie durchdringt alles und sie erfährt alles. Und ich für mich selbst stelle immer wieder aufs Neue fest, je mehr ich diese Allgegenwart anerkenne, ihr meine Aufmerksamkeit und Zuwendung schenke, desto mehr erfahre ich die Schönheit im Menschsein, desto freier und fließender, freudvoller und sinnvoller wird mein Leben. Genauso wird es tiefer, empfindsamer, aufrichtiger und einfach wahrer. Ich bin ungemein dankbar, dass dies heute meine Realität ist. Danke Gott. Und danke, dass du hier bist. Danke dem Göttlichen in dir und dass wir uns in Gott treffen. Alles Liebe.